Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist es mir besonders wichtig, ein bisschen ein ausführlicheres Orakel zu drehen, denn im Prinzip fängt jetzt meine Zeit an. Ich habe zum Beispiel, immer morgen ist bei uns Allerheiligen. In der Nacht ist ja Halloween oder wie es immer veramerikanischt wird. Und es ist für mich immer ein besonderer Tag, weil A, läutet es den November ein, mein Monat. Und B, hatte ich immer in den letzten Jahrzehnten meinen Sommerurlaub im November verbracht. Ich weiß, das hört sich komisch an, aber mir war es im Sommer immer zu warm und das ist eben für mich die schönste Zeit. Also habe ich praktisch im November meinen Sommerurlaub gemacht und den Sommer durchgearbeitet. Und ich fange ja auch immer ab diesem Tag an, meine Jahresprognosen zu vergeben für das nächste Jahr, weil ich die auch immer in der Zeit gemacht habe, weil ich da am besten durchlässig bin. Dieses Jahr wird es so sein, dass ich sie nur mit wenigen teilen werde, weil ich das nicht schaffe von der Zeit her für die Öffentlichkeit. Es ist nur noch für meinen Memberbereich und für meine Stammleute verfügbar, auf jeden Fall. Das hat nichts damit zu tun, jemand auszuschließen, sondern einfach, weil ich es nicht schaffe. Ne? Ich habe ja auch viel Neuerungen. Mein Shop ist jetzt bald eröffnet mit den Karten. Und ja, das tägliche, was ich hier so mache, auch. Aber jetzt wollen wir ein schönes Orakel für diese besondere Nacht zum Allerheiligen. Und unterm Deck habe ich schon, dass wir stärker geworden sind, resilienter, dass wir etwas mit einer anderen Perspektive sehen können. Und jetzt gucken wir uns an, was denn genau. So, hier ist so eine Situation, da hat man vielleicht schon einiges erlebt. Ne? Man hat Prüfungen bestanden, man ist stark geworden, man hat einiges überwunden. Und man ist jetzt an so einem Punkt, wo man wieder was Neues kreieren könnte. Man ist bereit für ein Abenteuer. Man ist so in der Pause, bevor es wieder losgeht. Und das sind vielleicht Wiederholungen da. Ne? Hier heißt es, it's always tea time. Endlose Momente, Wiederholungen, eine gewisse Langeweile auch. Und hier ist so dieses Wundern, was wird denn als nächstes passieren? Und genau das gucken wir uns jetzt an. Ich nehme natürlich meine eigenen Karten. Wir schauen, was ich dazu sagen kann. Was soll uns diese Nacht, dieser Tag mitgeben? In welches Abenteuer gehen wir? Wir öffnen uns tatsächlich eine neue Tür. Hier ist irgendwo ein Erfolg zu sehen. Man steht schon irgendwo auf sicherem Boden. Und guckt mal, wie genial, hier ist die Sonne mit dabei. Ein Erfolgserlebnis, etwas wendet sich zum Guten, eine gute Energie, etwas langfristig auch in eine Situation zu bringen, wo wir Sicherheit empfinden. So, das kann jetzt hier eine berufliche Situation sein, die sich dreht. Ja, mit dem Turm auch die Selbstständigen dabei. Für einige kann es eine Sache sein mit den Arbeitsämtern. Oder für die, die auch nicht arbeiten, dass sie etwas, was sie lange im Kopf bearbeitet haben,
zur Verfügung stehen haben, dass wir irgendwo eine Grenze sprengen haben lassen. Eine Grenze, eine Mauer überwunden haben. Mit der Karte, mit der ersten haben wir ja, kreiere dein eigenes Leben, kreiere etwas Neues, was dir dienlich ist. In der Mitte haben wir die besten Voraussetzungen dazu. Da hat man vielleicht schon sehr viel investiert, in eine Situation hineingegeben. Der schöpferische Teil war hier sehr aktiv. Es kann auch sein, dass man etwas mit einem Gegenüber, das schon in der Vergangenheit liegt, irgendwie gut klären konnte. Eine Trennung überwinden, sowas alles. Oder wieder näher zusammenrücken und sich zusammen was erarbeiten. Und hier haben wir schon die positiven Veränderungen. Das kann jetzt sein, dass eine Situation sich zum Guten wendet, auch in Partnerschaften. Dass die berufliche Situation sich zum Guten wendet. Dass man etwas Neues kreiert, was tatsächlich hier mit der Sonne und dem Schlüssel auch wirklich unter den besten Voraussetzungen steht. Und dass sich das, was man investiert hat, lohnt. Das Beziehungsleben ist gefallen, die Dinge, an die wir uns gebunden fühlen, für die arbeiten, sieht man hier eine Veränderung auf dem vertraglichen Bereich, für die Selbstständigen sieht man hier Aufträge und für die Singles sieht man hier auch einen Mann, den sie eventuell über das Thema Arbeit kennen oder kennenlernen. Es sind Wenden, die von außen kommen, die Erleichterung mitbringen. Ich habe es hier in dieser Linie am beruflichen Bereich. Es kann sich auch was verdoppeln. Ne? Es kann im Prinzip sein, dass man auf 2 Schienen fährt, dass man sich einen beruflichen Traum umsetzt, dass man irgendwie etwas, was man erarbeitet hat, in diese Qualität bringt, wo es Früchte trägt. Es kann ja auch zum Beispiel eine Verkürzung der Arbeitszeit sein und trotzdem ein gutes Auskommen. Hier ist tatsächlich so dieses, ich verliebe mich neu, ich gehe neue Beziehungen ein, ich öffne mich. Etwas behält auch meinen Alltag. Es gibt so Veränderungen, die sind im Alltag so, dass sie Erleichterung mitbringen. Die Hoffnung ist da, dass etwas dann auch langfristig geklärt ist, Klarheit bringt und eine Bewegung vorgibt, die auch dann beständig bleibt. Es kann ja sein, dass man an sich Lebensentscheidungen zu treffen hat, das Leben uns hier eine schicksalshaft neue Phase mitbringt und dass es ganz schön aufregend ist, diesen neuen Weg zu beschreiten. Hier sind auch sehr viele Gespräche. Wir haben ja hier auch diese Kreisläufe, die Wiederholungen, die liegen hier in unserem Haus. Dieses, was wird denn nun als nächstes kommen? Wann geht es endlich los? Und die positive Unruhe, die wir hier, also dieses Aufgeregtsein, dass man endlich was anfangen kann. Okay. Also es ist eine Energie, die endlich Klarheit aufbringt bei etwas, Durchblick, neue Perspektive, mehr Lebensenergie,
ein Gefühl von Sicherheit. Und wir haben das Thema hier noch, Liebenswürdigkeit. Und guckt mal, unterm Deck haben wir die Belohnungen. Ja, ich habe das Deck neu gekriegt von der Christine, da habe ich mir eine Karte springen lassen und es war direkt die. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen näher. Beide Decks sind aus dem Genre Schutzengel und die Karte mit der Liebenswürdigkeit sagt, dass der Schutzengel uns bittet, den süßen Nektar des Lebens wahrzunehmen und zu genießen, sich als liebenswert zu betrachten, Glück und Freude zu empfinden. Und es kann sein, dass man hier aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen im Leben auch verhärtet oder irgendwo ein bisschen verbittert ist, dass man immer so diesen Verteidigungsmodus hat. Und wir können uns hier sicher sein, dass wir mit uns selbst besser umgehen und nicht so hart auch sind zu uns selbst. Jetzt kommt doch direkt, dass wir uns Belohnungen gönnen sollen und hier ist sie auch, ne? Und dieses ich arbeite nur, aber ich habe kein Vergnügen mehr oder ich bin in den Gedanken so beschäftigt, alles ist immer gleich, da ist nichts Neues, außer dass ich resilienter geworden bin. Das darf man mal weglassen. Man darf Auszeit nehmen, Spaß haben, die Früchte der Arbeit genießen. Außerdem gibt es verschiedene Süßen im Leben, die man in bestimmte Beziehungen oder Bereiche auch einbringen kann. Und je liebenswürdiger man da handelt, vielleicht mal auch ein ehrliches Kompliment macht oder großzügig oder rücksichtsvoll ist, so kommt das auch zurück, ne? Und zwar doppelt und dreifach. Da ist sowas, da verliebt man sich direkt auch wieder ins Leben zurück. Es macht wieder Spaß und man erkennt viel mehr die schönen Dinge. Irgendwie passt es ja auch mit dem Belohnen, weil wenn man jetzt guckt, die Kinder gehen von Haus zu Haus und klingeln und holen eine Süßigkeit ab, ne, die Süße des Lebens. Das passt eigentlich unheimlich gut zu diesem Tag. So, hier ist mit der Belohnung tatsächlich eine ganz tolle Aussage auch, denn für all die Mühen, die man hatte, für alles, was man erarbeitet hat oder wo man viel Verpflichtung auch übernommen hat, um anderen zu helfen, wo man viel gegeben hat, ist jetzt die Zeit gekommen, um zu empfangen. Und unsere Belohnungen kommen oft auf unerwartete, aber wunderbare Weise zu uns. Hier ist tatsächlich auch der Hinweis dahinter, dass wir den Schutz des Himmels genießen, dass wir unseren Glauben stärken. Und die Botschaft gibt uns die Freiheit, uns selbst mit Kostbarkeiten zu verwöhnen. Die Karte sagt auch, dass man sehr viel Energie für das Wohlergehen anderer investiert hat und dass wir eine Zeit des Rückzugs, der Verjüngung und Kraftgewinnung brauchen und das auch nehmen dürfen, ne? Es ist so wie Anerkennung für getane Arbeit. Das Leben gleicht sozusagen aus, was man gegeben hat, dem, was man sich sehr hingebungsvoll gewidmet hat. Und wir alle haben diese Belohnung sehr verdient. Je mehr man sich selbst zu empfangen erlaubt, desto mehr hat man natürlich in Zukunft auch wieder zu geben. Und das ist eine klasse Botschaft. So, ihr Lieben, schauen wir. Ich habe noch meine anderen Botschaftenkarten. Ich lege euch 3 hin, da könnt ihr euch eine aussuchen. Ich nehme die Mitte. Wir haben hier, seht ihr, geben, nehmen, mach mal wieder jemanden eine Freude, vielleicht auch uns selber. Hier gibt man von ganzem Herzen etwas weiter, was wir vielleicht auch, weil wir selber genügend davon haben. Das kann ein Lachen sein, ein Geschenk, ein bisschen Zeit.
Die linke Seite hat: Liebe dich selbst, du bist wichtig, betreibe Selbstfürsorge. Und die rechte Seite hat: Verletzbarkeit ist keine Schwäche. Es kann sein, dass man sich hier manchmal so fühlt wie ein rohes Ei oder so eine Behandlung auch braucht. Und dazu darf man stehen. Oder man muss es vielleicht auch mal erkennen. Ihr Lieben, wir lassen diese Botschaft so stehen, zu Allerheiligen. Ich finde sie sehr schön. Ich wünsche uns allen unsere Belohnungen. Ich drücke euch und bis morgen.